Hier auf dem Kanal findet ihr schon ein paar Videos zu OneNote-Tabellen, zum Beispiel eins zu Grundlagen oder eins zu den fehlenden Tabulatoren und was das mit Tabellen zu tun hat. Aber auch im Suchvideo ein Hinweis, wie bei der Suche mit Excel-Tabellen umgegangen wird. Heute geht es um die Dinge, die hier in OneNote anders sind als zum Beispiel in Tabellen in Word und die manchmal ganz schön nervig sein können. Hallo und herzlich willkommen zu den Tipps und Tricks rund um die optimale Nutzung digitaler Technik. Mein Name ist Arno Burger. OneNote-Tabellen sehen auf den ersten Blick genauso aus wie Word-Tabellen und scheinen sich auch so zu verhalten, aber auf den zweiten Blick merkt man dann, dass doch eine ganze Menge unterschiedlich ist und dass einiges, was in Tabellen bei Microsoft inzwischen Standard ist, über die Programme hinweg in OneNote nicht so gut funktioniert. Vor allem das unterschiedliche Verhalten kann manchmal ganz schön nervig sein, aber lasst uns mal schauen, was hier gleich bzw. unterschiedlich funktioniert. Ich habe hier ein paar Tabellen vorbereitet. Und zwar geht es mir erstmal um das Markieren in einer Tabelle. So der Klassiker in Word zum Beispiel ist, du gehst mit dem Mauszeiger über eine Spalte und dann gibt es diesen schwarzen Pfeil und dann kannst du die ganze Spalte markieren. Und das geht auch mit Zeilen und es geht tatsächlich auch hier in OneNote, aber eben nicht über so einen schwarzen Pfeil, wie das in Word der Fall wäre, sondern du klickst auf diesen grauen Pfeil, der hier davor steht und dann hast du die ganze Zeile markiert. Wenn du jetzt die Spalte in der Breite anpassen möchtest, dann kannst du natürlich, wie das auch in anderen Programmen von Microsoft der Fall ist, an der Trennlinie zwischen den Spalten ziehen. Das bleibt dann immer innerhalb des Textcontainers. Zu Textcontainern habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Das wäre also hier der Textcontainer. Den muss ich erst breiter machen. Und jetzt kann ich auch die Spalten innerhalb der Tabelle entsprechend anpassen. Was nicht geht und was viele von euch aus Word, aber auch aus Excel kennen, ist ein Doppelklick auf die Trennlinie zwischen den Spalten und damit ein optimales Anpassen der Spaltenbreite. Und die Zeilenhöhe, die lässt sich gar nicht anpassen. Das heißt also, wenn du hier auf die Trennlinie zwischen zwei Zeilen gehst, dann siehst du schon, du kannst gar nicht die Höhe anpassen. Und es ist tatsächlich nicht möglich, in OneNote die Zeilenhöhe anzupassen. Du kannst jetzt nur, zum Beispiel indem du an das Ende einer Zeile gehst und dann ein paar Mal die Enter-Taste drückst oder Alt und Enter wird auch oft empfohlen, kannst du hier die Zeilenhöhe verändern. Aber es ist natürlich nicht wirklich die Zeilenhöhe, weil hier sind jetzt Zeichen drin und solange die da sind, hast du die Zeilenhöhe und wenn sie weg sind, dann ist die eben nicht mehr da. Also du hast nicht die Möglichkeit, zum Beispiel 5 Zeilen gleich hoch zu machen, auch wenn in der einen ein bisschen mehr und in der anderen ein bisschen weniger drin steht. Das ist relativ umständlich. Manchmal ist es sehr hilfreich, Zellen zu verbinden. Ich habe hier ein Beispiel, da steht zweimal nicht möglich drin und das könnte man verbinden und als einen Begriff ausdrücken, sodass auch klarer wird, das ist hier dasselbe. Und dieses Zellenverbinden findest du normalerweise im Menüband Tabelle, hier ungefähr, und das findest du hier nicht. Das heißt, es gibt Funktionen, die gibt es dann zum Beispiel in Word, aber auch in Excel, aber die gibt es in OneNote in den Tabellen nicht. Dazu gehört zum Beispiel auch die Frage, wie man die Rahmenlinien hier einstellt. Also wenn ich zum Beispiel ein paar Zellen markiere und ich möchte da eine dicke Rahmenlinie außenrum haben und ich schaue mal hier im Menü für die Tabellen, dann sehe ich, da gibt es zwar eine Schattierung, also ich kann die Hintergrundfarbe, die kann ich sehr wohl für einzelne Zellen einstellen. Aber wenn ich jetzt den Rahmen hier verändern möchte, dann habe ich nur Rahmen ausblenden, das wäre für alle, oder einblenden für alle. Und in Word wäre jetzt unter Start hier noch die Möglichkeit, den Rahmen anzupassen. Aber sowas findest du hier nicht. Es gibt natürlich noch einige weitere Sachen wie den Text hochkant stellen und ähnliches, die Word kann und OneNote nicht. Wenn man jetzt aus Word eine Tabelle nach OneNote kopiert, ich habe da mal eine vorbereitet, da habe ich jetzt also hier auch eine Zelle verbunden, ich habe einen dicken Rahmen außenrum gemacht, ich habe hier was hochkant geschrieben und diese Tabelle, die kopiere ich jetzt mal in die Zwischenablage, wechsle in OneNote und füge sie hier ein und dann siehst du, hier ist es so, dass diese Zellverbindung weg ist und der Text steht eben nur noch in der einen Zelle. Hier das Hochkant ist weg, der dicke Rahmen in Orange hier außenrum ist weg. Also das heißt, alle Funktionalitäten, die OneNote nicht hat, werden dann beim Kopieren auch entsprechend nicht übernommen. Ich mache hier mal die Tabelle wieder weg mit rückgängig, sodass es ein bisschen übersichtlicher ist. Und jetzt gibt es zum Beispiel eine Funktion, die man immer mal wieder benutzen möchte. Man möchte eine Tabelle,
die am Stück ist, aufteilen, sodass man 2 Tabellen draus macht. Und in Word zum Beispiel wäre das so, du gehst in die Tabelle und hast dann hier im Menüband Tabellen die Möglichkeit, die Tabelle zu teilen. Und auf den ersten Blick geht das in OneNote nicht, aber es geht tatsächlich schon. Allerdings mit einem kleinen Trick. Du fügst eine Leerzeile ein an der Stelle, an der du nachher die Trennung haben willst. Und wenn du jetzt in dieser Leerzeile in der ersten Zelle die Entfernen-Taste drückst, dann wird diese Zeile gelöscht und damit wird die Tabelle in 2 Teile aufgeteilt. Und du siehst auch schon, die erste Tabelle wird damit etwas gekürzt. Sie wird auf die optimale Breite angepasst. Wenn man das jetzt einheitlich haben will, ist man jetzt wieder am Nachjustieren. Aber immerhin, die Tabelle lässt sich teilen. Eine Besonderheit gibt es noch beim Löschen. Ich habe dafür hier mal eine Tabelle angelegt. Wenn du in einer Zelle bist und du verwendest die Rückwärtslöschen-Taste, dann löscht die Rückwärtslöschen-Taste über den Zellenrand hinweg. Das ist unüblich, das ist in Word oder Excel zum Beispiel nicht so. Und erstaunlicherweise ist es in OneNote so, dass das nicht immer der Fall ist. Also hier versuche ich das jetzt weiter und es passiert gar nichts mehr. Also manchmal ist es so, manchmal ist es nicht so. Nicht wirklich gut gelöst aus meiner Sicht. Was auch immer wieder zur Verwirrung führt, ist, dass in OneNote sich Tabellen anders verhalten, ob sie schon mehrere Zeilen haben oder nur eine Zeile. Ich zeige euch das mal hier auf der rechten Seite. Normalerweise ist es so, wenn du in einer Tabelle bist mit mehreren Zeilen und du bist in einer Zelle und drückst die Tabulator-Taste und kommst in die letzte Zelle der Zeile, drückst wieder die Tabulator-Taste, dann geht eine neue Zeile auf. Und wenn du in einer Zelle bist, zum Beispiel in der letzten Zelle und du drückst die Enter-Taste, dann wird einfach eine neue Zeile innerhalb der Tabellenzeile aufgemacht. Wenn du jetzt nur eine Tabelle mit einer Zeile hast und du springst hier mit der Tabulator-Taste, dann werden neue Spalten aufgemacht und wenn du in der letzten Zelle die Enter-Taste drückst, dann geht eine neue Zeile auf. Also genau andersrum eigentlich das Verhalten und das ist immer wieder irritierend beim Umgang mit Tabellen in OneNote. Das Nervigste ist aber eigentlich der Umgang von OneNote beim Kopieren von Zeilen oder von Spalten. Ich hole nochmal die Tabelle hier aus Word, sodass wir nochmal eine einheitliche Tabelle haben und füge die hier ein. Und diese Tabelle habe ich jetzt für mich hergerichtet und ich möchte jetzt noch eine weitere Spalte dazu haben. Die kann ich ganz einfach hier über Spalte rechts einfügen, mit dazu nehmen und dann mache ich eine Überschrift hin, die ist Excel. Ich möchte hier noch weitere Informationen zu Excel einfügen und richten wir das entsprechend her. Ein bisschen Gefriemel manchmal. So. Und jetzt möchte ich etwas kopieren. Zum Beispiel dieses nicht möglich. Ich markiere das, Steuerung C, gehe in die entsprechende Zelle, Steuerung V. Soweit funktioniert das wunderbar. In dem Moment, wo ich aber nicht mehr die Wörter innerhalb der Zelle markiere, sondern die gesamte Zelle und die gesamte Zelle kopiere und das einfüge, entsteht eine Tabelle in einer Tabelle. Jetzt kann man sagen, na, ist ja kein Problem. Ich mache das gerade mal rückgängig. Ist kein Problem, dann markiere ich eben nur die Wörter und nicht die ganze Zelle. Und das geht so lange, wie ihr nur Inhalt aus einer Zelle kopieren wollt. In dem Moment, wo ihr aber über Zellgrenzen hinweg, also mehrere Zellen markiert und kopiert und die einfügen wollt, in dem Moment bekommt ihr eine Tabelle in der Tabelle. Und das ändert sich auch nicht, wenn ihr jetzt denselben Tabellenbereich, also 2 Zellen untereinander in diesem Fall markiert und dann einfügt, dann habt ihr auch wieder die Tabelle innerhalb der Tabelle. Das funktioniert, wenn ihr eine ganze Zeile nehmt, also wenn ich eine ganze Zeile nehme, die kopiere und die an einer anderen Stelle, zum Beispiel hier am Ende einfüge, da funktioniert es, aber nicht, wenn es mehrere Zellen innerhalb einer Tabelle sind. Da müsstet ihr jetzt tatsächlich markieren, kopieren, einfügen, markieren, kopieren, einfügen. Und das ist genau dasselbe, wenn ihr aus Word mehrere Zellen kopiert. Ich mache mal hier 2 untereinander, ich kopiere die und will die hier einfügen. Dann habe ich auch wieder die Tabelle in der Tabelle. Das finde ich persönlich
den nervigsten Teil an Tabellen in OneNote. Wenn ihr in OneNote arbeitet, seid ihr es ja gewöhnt, dass ihr hier mit dem Symbol rückgängig den letzten Schritt rückgängig machen könnt. Das funktioniert im Großen und Ganzen auch gut. Wenn ihr jetzt allerdings in eine Excel-Tabelle geht, diese Excel-Tabelle bearbeitet, also hier irgendeine Änderung vornehmt und diese Änderung dann speichert und das Ganze schließt, dann seht ihr, das Rückgängigmachen ist jetzt verloren. Also ihr habt jetzt keine Möglichkeit mehr, die letzten Schritte in OneNote rückgängig zu machen. Was gibt es noch, was euch an Unterschieden aufgefallen ist zwischen normalen Tabellen bei Microsoft und den Tabellen hier in OneNote? Was nervt euch? Was findet ihr vielleicht unpraktisch oder was findet ihr auch cool? Schreibt es doch gerne unten in die Kommentare und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt die auch in die Kommentare. Die beantworte ich euch gern. Microsoft hat angekündigt, dass OneNote refreshed wird. Ich habe euch da auch einen Link in den Kommentar bzw. in die Beschreibung kopiert. Schaut euch das ruhig mal an. Allerdings muss ich euch enttäuschen, es wird wenig funktionale Änderungen geben. Es sind vorwiegend sehr spezialisierte Änderungen. Einmal was so die Oberfläche angeht, damit es ähnlicher aussieht wie die anderen Office-Programme. Und zum anderen dann eben Dinge, die sich zum Beispiel auf Stiftbearbeitung oder Filmen bzw. Fotografieren und so beziehen. Diktat kommt dazu, aber keine wirklichen Verbesserungen von bestehenden Funktionen. Also an den Tabellen wird wohl alles gleich bleiben. Sobald ich da mehr weiß, informiere ich euch hier auf dem Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen, viel Spaß beim Ausprobieren und Anwenden und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.